Herzlich willkommen zu dieser Serie über das Hohelied und wir gehen immer weiter, wir jagen nach und bleiben dran und hoffen, dass die Vision, dass die Offenbarung, dass die Möglichkeiten in Gott mehr und mehr in unser Leben kommen. Ich möchte auch, bevor ich weitergehe, diese CD, Musik mit einer Botschaft, die Mike und ich gemacht haben, Zuflucht und Stärke, erkenne und bekenne Gottes Hilfe in schweren Zeiten. Ich möchte sagen, diese CD habe ich geschrieben in einer Zeit, wo ich 10 Jahre durch so ziemlich ein Tal ging, aber mit einer Hoffnung, mit einem Lied in mein Herz, mit einem Bewusstsein. Und hier sind die Verheißungen auf dem Weg, das Gott mir gegeben hat. Und ich habe das gebracht, weil ich habe gesagt, wenn Gott uns tröstet, damit wir andere trösten. Was Gott uns gibt, können wir weitergeben. Wo wir Gott erleben, erfahren, da haben wir eine Salbung, ein Zeugnis und das wird wirksam sein in vielen anderen. Und so ich freue mich über jeden Schritt mit Gott, weil da habe ich etwas Lebendiges zu geben. Die Bibel sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebe. Und das ist das Clou, wirklich mehr und mehr in die Herrlichkeit und Salbung zu kommen. Alles, was wir erfahren, bringt uns mehr und mehr in diese Fülle. Okay, ich möchte ein bisschen weiter gehen. Dies ist das letzte Clip über dieses Thema. Aber eine Stute an der Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Wir drei wollen dir eine Krone aus Gold machen mit Perlen aus Silber. Es ist so interessant. Ich liebe die Bibel, weil es gibt uns Hoffnung auf dem Weg. Und diese Stute, wir fangen an in unser geistliches Leben, wir hören so viel Wahrheit manchmal, dass wir stärker und stärker und stärker werden. Aber wie gesagt, vieles am Anfang ist in eigener Kraft. Aber der dreieinige Gott verspricht, das Werk wird getan. Du wirst mit dem verherrlichten König in eine Einheit und in sein pures geistliches Leben als Überwinder hervorkommen. Und du wirst das göttliche Leben in Fülle erkennen. Und so in Hohelied Kapitel 8, sehr am Ende ihrer Reise, hier lesen wir diese Worte. Wer ist sie, die da heraufkommt, aus der Wüste an ihren Geliebten gelehnt? Oder die hängt auf ihre Geliebten. Das ist ein ganz anderes Bild als am Anfang. Eine Stute an der Prachtwagen des Pharaos und am Schluss, sie ist so abhängig auf Gott. Sie ist so vereint mit ihm, aber sie hat nicht ihre eigene Kraft. Aber sie lehnt sich und sie ist abhängig und vereint auf ihren Geliebten. Manchmal, ich möchte mir selbst als ein Beispiel nehmen, als ich jung war, ich war 2 Jahre in einer Bibelschule, ich habe alle Wahrheiten in der Welt gehört, ich war so vollgestopft und ich kam nach Deutschland, 22 Jahre alt, frisch bekehrt, frisch aus der Bibelschule. Ich dachte, ich könnte die Welt erobern. Ich dachte, Jesus ist für allen gestorben. Autorität, ich gehe hin, wir werden Nationen zu Erben nehmen. Und ich fühlte mich echt so stark im Glauben. Und dann nach der Zeit und nach einigen Jahren habe ich bemerkt, wow, anstatt stärker und stärker zu werden, wie ich dachte, das christliche Leben geht, ich fühlte mich schwächer und schwächer. Dann habe ich gedacht, wow, aber dann habe ich wirklich gesehen, obwohl ich schwächer war, in Vertrauen auf mir selbst und meine eigene Eifer und Fähigkeit, doch im Geist, doch in das innere Mensch, hatte ich viel mehr Echtheit und viel mehr Kraft, aber das Kraft für alles in Gott. Und je mehr wir mit Jesus gehen, jetzt ist das eine ganz lange Zeit für mich mit Jesus. Und jetzt
Ich möchte nicht sagen, wie schwach ich fühle, aber ich lehne mich mehr und mehr auf ihn und erfahre noch mehr und mehr von dieser Auferstehungskraft, die nie aufhört. Das ist manchmal ein Paradox. Oder was mir hilft, das zu verstehen, ist, was Johannes der Täufer gesagt hat. Er muss zunehmen, der geistliche Kraft, nimmt zu und ich muss abnehmen. Vielleicht hilft das dir auch, zu verstehen auf dem Weg, dass du mehr und mehr lehnst dich auf Jesus. Er ist meine Heiligkeit, er ist meine Hingabe, er ist meine Treue, er ist der in mir, er ist alles. Preis dem Herrn. Okay, und jetzt eine Krone aus Gold werden wir dir machen. Ich möchte das ein bisschen noch anschauen. Psalm 45 ist ein Parallelpsalm zu das Hohelied. Psalm 45 ist ein messianischer Psalm und es wird genannt in der Titel ein Liebeslied. Und dieses Lied beschreibt dem königliche Bräutigam in dem ersten Teil und dann beschreibt es die Königin. Und der Lied öffnet so: Bewegt es mein Herz von gutem Wort, sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines Geschichtenschreibers. Wow, mein Herz singt mit ein schönes Lied. Wieder, das ist das Lied der Lieder. Das Lied von dem Bräutigam und das Lied von seiner Braut. Und hier ist, was er sagt in Vers 10. Königstochter, stehen da, mit deinen Kostbarkeiten geschmückt. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Okay, die Königin, die Braut, Königin von der König steht. Wenn wir lesen das Wort stehen in der Bibel, das ist ein Wort, der beschreibt die Überwinderschar. Die Überwinder aus den Gemeinden, die überwinden den Zeitgeist, die überwinden den Versuchungen, die überwinden die Lust in der Welt, der Depression in der Welt, der Angst in der Welt, der System der Welt und der Welt in die Gemeinde, auch die religiöse Welt. Die Überwinder stehen. Und so die Königin steht. Und das ist ein Bild für dieses Wort, die Krone, weil die Krone ist für die Überwinder. Und es gibt mehrere Krone beschrieben in der Bibel. Krone des Lebens, Krone der Gerechtigkeit, Krone der Herrlichkeit. Es gibt mehrere verschiedene Krone, die wir gewinnen können. Wenn wir den Willen Gottes tun, wenn wir anderen dienen, wenn wir treu sind, zu leiten Gottes Volk, wenn wir treu sind gegenüber Leiter, diese Treue wird mit Kronen wirklich belohnt. Und so zu stehen, aber diese goldene Krone mit Perlen aus Silber ist auch etwas Herrliches, weil die goldene Krone ist, du bist völlig verwandelt in sein Ebenbild. Oder Römer 8, 28. Wir sind vorher bestimmt, gleich geformt, gleich zu sein mit Jesus Christus. Und so Gold in der Bibel ist immer für die Herrlichkeit, die Ausstrahlung von den ganzen Wesensarten von Gott. Gold in der Bibel ist immer auch wirklich für die göttliche Natur. Und so, wow, du fragst dich mal, warum gehen wir durch so viel Tests, Schwierigkeiten, Bedrängnis? Weil in der Welt, da sind diese Drucks, da sind Widerstand, da ist ein Feind. Wir werden geformt, aber wir überwinden mit das Blut. Wir überwinden durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Und jedes Mal, wir werden verwandelt in dem Königreich. So, die Krone
aus Gold. Es sagt in Epheser 6, nachdem du alles ausgerichtet hast, du bleibst stehen. Stehen, stehen in seinem Sieg. Und das bedeutet, du wirst vorbereitet, mitzusitzen auf dem Thron und mitherrschen mit Christus. Und das ist jetzt und natürlich in die Fülle, in die Ewigkeit. So, es gibt, und hier möchte ich dich ermutigen, für die Brautseele, für die Überwinder, für diese Endzeitgemeinde, die aufsteht und wirklich diese Stuten, die folgen Jesus mit all ihrer Kraft und Herz. Er gibt diese Belohnung und das Werk wird getan. In 1. Thessaloniker 5, 23, hier haben wir wieder diese Verheißung. Der Gott des Friedens selbst, Gott, wird euch völlig heiligen, dem gesamten Geist, Seele und Leib, wird unaussträflich oder voll bewahrt, bis das Wiederkommt Jesus. Und dann sagt es, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Lass uns unsere ganze Hoffnung haben in der bundestreue Gott, die von Anfang bis zum Ende uns wirklich in die völlige Erlösung bringt. Und lass uns glauben, dass Gott ist wirklich fähig, alles in unserem Leben zusammen zu wirken, zu erlösen und wirklich alles zum Guten benutzen kannst. Ja, die Schwierigkeiten, preise Gott in denen, vertraue Gott, bleib sicher, bleib fest, bleibt überzeugt, ich werde die Güte des Herrn erfahren und sehen in dem Lande der Lebendigen, weil es stimmt, so groß ist Gott, er kann alles zusammen, dich hineinzubringen in die Bestimmung, die er für dich hat. Ich möchte dich auch ermutigen, es ist jedes von diesen Stufen oder Erfahrungen ist eine Möglichkeit, eine neue Lektion zu lernen, eine neue Juwel zu bekommen, einen neuen Schatz zu erleben, etwas Veränderung zu erleben in dein Leben. Benutze diese Sachen, lass sie wirken, Leben und Herrlichkeit in dir, anstatt, oh, ich bin frustriert mit Gott, ich gebe auf, es ist nicht gegangen, wie ich gedacht hätte, und warum. Ich habe gelernt, von wirklich die Männer und Frauen Gottes, die mich gementort hat oder gelehrt haben. Frag nie warum, frag immer was. Was soll ich lernen? Was ist die Lektion? Oder frag, wie kann ich kooperieren in dieser Phase meines Lebens mit dem Heiligen Geist? Kann dir nichts sagen, wie oft ich habe gesagt, was soll ich lernen? Hat der Heilige Geist sofort mir gesagt. Habe gesagt, danke Herr, jetzt kann ich kooperieren, dass ich das schnell lerne und nicht ewig bleiben in die Kreise herum und herum. Einmal hat Gott zu mir gesagt, ich möchte, dass du lernst die hohe Berufung eines Mutters. Ich möchte, dass du lernst, wie wertvoll deine Kinder sind. Einmal hat Gott zu mir gesagt, du hast schon gelernt, im Glauben zu gehen. Jetzt möchte ich dich lernen, wie du in Beziehungen mit anderen Leuten leben kannst. Das hat Gott so zu mir gesagt. Danke, Herr, jetzt verstehe ich, jetzt will ich mich kooperieren. Ja, Gott wird dir zeigen, was du lernen sollst. Jetzt, okay, vielleicht Geduld mit Leuten, die auf deine Nerven gehen, aber dann kannst du kooperieren, dann kannst du Gott danken, dann kannst du mitmachen. Und dann der Heilige Geist wirkt diese Eigenschaften, Tugenden in dein Leben, sie werden Teil von dir. Du wirst verwandelt in Gold. Und befreit von deiner Selbst und kommen aus deinem eigenen Temperament. Sind wir gebunden zu unserem Temperament? Nein! Du springst immer mehr aus dir selbst. Du wirst immer mehr herausgefordert in neuen Dingen, was du nie geträumt hast, das in dir war, weil Gott weiß, wer du wirklich bist. Ich kann euch nur ermutigen,
Ja, Gott ist der große Verwandler in dir. Und hat Reichtümer in dir, was du nie geträumt hast. Vertraue dein Vater. Denk an Josef, junger Mann, große Verheißung. Hat einen schweren Weg. Aber als 30 Jahre alt war, ist zu der zweiten höchsten Stelle in der ganzen Welt gekommen. Gott musste ihn stark und vorbereiten, Charakter bauen, für dies, dass tragfähig war. David ist genau der gleiche. Preis dem Herrn. Oh, Gott macht uns wirklich into Menschen mit Ausharren. Ich möchte sagen, was Ausharren bedeutet. Ausharren bedeutet, in Konflikten nicht von der Stelle weichen. Du musst nicht weglaufen, wenn es schwer ist. Ausharren bedeutet, du stehst fest, du stehst, nachdem du alles ausgerichtet hast, du stehst und preist dem Herrn immer noch. Es bedeutet, angesichts von Widrigkeiten den Kopf hochhalten, Stress und Druck aushalten und nicht nachgeben. Es ist eine Geduld, die kühl und ruhig auf das Heil des Herrn wartet und dabei aktiv und energisch der Niederlage trotzt. Und hier möchte ich, das ist ganz wichtig, es ist keine passives Schicksalergebnis oder passive Resignation. Es ist wirklich eine siegbare Triumphzug in Christus, mit dem du reitest. Und Gottes gute Absichten kommen immer zustande. Und jetzt möchte ich sagen, Römer 8 sagt, das kennt ihr alle, wer kann uns trennen von der Liebe Christi? Können wir wirklich irgendwie von Gott getrennt? Und dann Paulus sagt, in all diesen Umständen sind wir mehr als Überwinder. Super Sieger. Mehr als Überwinder. Durch den, der uns liebt. Diese Liebe Jesus macht dich stark. Du wirst stehen als Königin zu seiner Rechten in Gold von Ophir. Hohelied 8, Vers 7 sagt, das ist am Schluss des Hohelied, wir werden auch dazu kommen, aber du wirst es merken, mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Mächtige Wasser und Fluten und Stürmen, der Widerstand, können nie dieses Feuer auslöschen. Und Stürme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Und zum Schluss möchte ich ein Vers, und das ist Offenbarung 21. Und Johannes schreibt, komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und er führte mich weg im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jasperstein.